Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Ja, ihr Lieben, guten Morgen. Der letzte Tag im August. Was darf ich dazu weitergeben? Vielleicht können wir auch mal hinterfragen, was wir im August lassen dürfen und nicht mehr in den September mitnehmen sollen. So, dann sind schon 3 rausgefallen. Hier unten haben wir noch den Berg, die Sonne. Also im Prinzip ist es so, dass wir alle Beziehungen, alle Verbindlichkeiten, alles, was uns mehr Hindernisse bringt als Vorankommen, weglassen dürfen. Hier ist es so, dass man, ja, ich denke mal, auf dem Weg ist, sich selbst der beste Freund zu sein, sich mit sich selbst zu arrangieren. Da werden die Themen Treue, Loyalität, Freundschaft hinterfragt. Möglicherweise hat man hier auch Menschen im Umfeld, die unsere Unterstützung, unsere Loyalität brauchen, um Hindernisse zu überwinden, damit sie wieder in ihre Energie kommen. Aber mit der Frage, was dürfen wir hinter uns lassen, sind es eben alle Begegnungen, Beziehungen, bei denen wir mehr Hindernisse kriegen, als dass uns jemand stützt und mitnimmt. Guckt mal, hier ist der mütterliche Schutz gefallen. Ne? Er hat sich die große Mutter dem großen Ganzen angenommen. Hier ist Schutz, hier ist Fruchtbarkeit. Hier dürfen unangenehme Träume auch verschwinden. Das Nilpferd bringt sozusagen auch die Kraft mit, das Böse zu vertreiben, was uns so quält. Man kann Ängste überwinden, abgeben, loslassen. Man kriegt immer mehr dieses Gefühl, auch wenn ich mich gegen was entscheide oder eine Mühle nicht mehr mitmache, dann werde ich trotzdem getragen. Hier ist sehr viel Anbindung wieder mehr an die geistige Führung. Man hat das Gefühl, es ist alles okay. Es geht sehr, sehr viel ums Abgeben. Ne? Wie viel quälen wir uns denn immer mit Sorgen und Nöten? Wie viel trifft dann tatsächlich ein? Und das nimmt so viel Lebenskraft, die wir im Prinzip für andere Dinge einsetzen können. Hier gibt es kreative Lösungen auch, also Lösungen, bei denen wir jetzt mit den Gedanken nicht draufkommen. Und hier ist eine sehr starke Angebundenheit nach oben. Man ist verbunden mit allem, auch wenn man etwas zurücklässt. Guckt mal. Ich würde die Karte gerne nehmen, denn hier geht es, die hat sich umgedreht um das Thema Gemeinschaft. Wir haben ja die Verbindungen zu anderen und unterm Deck haben wir noch das Thema Erleuchtung. Hier kommt ein großer Aha-Moment mit. Hier sieht man die Dinge wirklich aus einem anderen Blickwinkel. Hier bei dieser Karte haben die Bäume natürlich auch ein riesen Wurzelwerk unter der Erde. Und es ist überall Verbundenheit, Hilfe, Unterstützung. Man darf hier andere unterstützen, das hatten wir vorher, aber man kann auch aussortieren, wer mehr Hindernisse aufrechterhält oder Drama mitbringt auch. Ne? Man muss hier auch nicht alles selber schaffen. Hier kann man abgeben. Hier sind die Leute, die mit unterstützen. Es kann auch Wahlfamilie sein. Es geht einfach darum, seine Leute zu finden, sein Netzwerk, seinen Boden fruchtbar zu machen.
eine Gemeinschaft zu finden, die resoniert und die auch bedingungslos ist. Anders kann ich es nicht sagen. Ne? Hier ist keine Kosten-Nutzen-Rechnung. Bei der Erleuchtungskarte, da haben wir tatsächlich die Möglichkeit, eine riesengroßen Begrenzung abzulegen. Einmal das Überwinden von Hindernissen. Und der Glaube an einen selber und an das große Ganze ist hier sehr groß. Das sind keine Grenzen mehr. Hier gibt es einen großen Plan. Man tritt in eine besondere Zeit ein von großer Veränderung und Erleuchtung. Und dieser Wandel führt zum Wohle aller. Das ist nicht nur eine kleine Sache, das ist schon eine große, große Aussage hier. Gucken wir mal, was unsere Seele uns dazu mitzuteilen hat. Der Grenzwächter, das passt wunderbar, denn hier spürt man, dass man eben nicht mehr begrenzt ist und dass man viel Einblicke hat ins große Ganze. Und die Seele sagt ja auch, erkenne die Dinge und Menschen. Hier sind auch Grenzüberschreitungen zum Beispiel, die erkannt werden, wenn jemand verbindlich immer wieder Hindernisse oder Drama bringt. Und unterm Deck haben wir noch das Thema Rückzug. Ja, manchmal muss man was zurücklassen, vielleicht auch seine eigene Grenze oder etwas, was nicht mehr resoniert. Aber auch Dinge, die, ja, wo man gegen zu in die Türen rennt, ne? Wo man erstmal nochmal zurückgeht, um Anlauf zu nehmen. Der Rabe, der passt natürlich auch wunderbar dazu, denn hier ist viel mystisch und magisch und grenzenloses Wissen ist vorhanden und dann auch hier noch dieser Schutz, ne? Und hier ist ein Lichtbringer mit dem Raben, hier ist Genesung für die Seele und das sind Geheimnisse des Lebens und des Lebensplans und das Verständnis dafür, wie wir mit unserem Wirken das Ganze umsetzen können. Ja, jetzt habe ich Gänsehaut. Also das ist nichts Kleines, was hier vor mir liegt. Wir nehmen noch einen kleinen Engel. Ich glaube, da lasse ich euch jetzt zum Schluss noch auswählen. Guckt mal, unten haben wir den Glücksfall. Jetzt dürft ihr hier noch aussuchen. Ich nehme diese Seite hier und da haben wir, was bringt dein Herz zum Hüpfen? Vielleicht hast du hier eine Zeit, wo du spürst, ich muss noch ein bisschen warten. Die Zeit ist noch nicht ganz reif. Was kannst du tun, um diese Zeit nicht in Warteposition zu hängen, sondern etwas zu tun, was dich erfreut, was dich aufweckt, was dir Spaß macht? Und auf der anderen Seite habt ihr, ja, das haben wir hier schon, das Abgeben sehr viel mit dabei. Und egal wie, ne, ihr habt hier Führung. Das Herz führt euch auf eurem Weg und ihr dürft einfach losgehen und euch nicht ausbremsen lassen von irgendwas oder irgendjemand.